Moin, liebe CNC-Fräser. Heute wird mal Olivenholz gefräst und zwar baue ich einen Teelichthalter als kleines Geschenk für Ostern. Die Idee für den Teelichthalter habe ich von einem anderen YouTuber, den werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. In diesem Video zeige ich, wie man aus einem krummen Klotz einen rechtwinkligen und parallelen Klotz herstellen kann. Da gehe ich besonders auf die Spannmöglichkeiten ein. Im Fusion selbst zeige ich kurz etwas zur Konstruktion und zu der Fräsoperation, die ich gewählt habe. Danach seht ihr dann die Fertigung und letztendlich natürlich auch das Endergebnis. Viel Spaß bei diesem Video. Bei der ersten Aufspannung habe ich rechts an der losen Backe eine Leiste mit einem Stift, der größer im Durchmesser ist, als die Leiste breit ist, und so mit einer linienförmigen Anlagefläche zum Werkstück gearbeitet. Auf der Seite hat das auch ganz gut funktioniert. Da sieht man, dass das Teil links ganz gut an der festen Backe anliegt. Auf der anderen Seite passt es überhaupt nicht und da habe ich auch nur sehr locker zugespannt. Also das Wichtigste bei der ersten Aufspannung ist eigentlich, dass man das Teil nicht verspannt und dann erstmal eine ebene Fläche herstellt. Bei der zweiten Aufspannung muss man jetzt dafür sorgen, dass die Fläche, die wir eben gefräst haben, dass die jetzt unten auf den Schraubstöcken plan aufliegt. Das kann man dadurch erreichen, dass man auf allen Seiten, also in der festen und an der losen Backe, mit Zylinderstiften arbeitet und diese Zylinderstifte lassen es dann zu, dass das Werkstück mit leichten Schlägen bis auf den Schraubstock runtergeklopft werden kann, also dass es auch wirklich aufliegt. Nach dem Fräsen der zweiten Fläche haben wir damit zwei parallele Flächen.
habe ich in Fusion gezeichnet und jetzt bin ich schon im CAM drin. Im CAM habe ich jetzt die Operation 2D-Tasche ausgewählt, um das auszuräumen. Wir können das im Einzelnen mal durchgehen. Also ich habe einen 6 mm Downcutter verwendet. Bei mir gehen nur 12.000 Umdrehungen. Daraus ergibt sich eine Schnittgeschwindigkeit von ungefähr 225 Meter pro Minute. Durch den Vorschub pro Zahn von 0,055 mm ergibt sich ein Schnittvorschub von 1320 mm. Und bei der Helix hatte ich ein bisschen weniger eingestellt. Das war aber eigentlich zu wenig. Da bin ich bei 700 mm pro Minute. Bei der Geometrie muss man ein bisschen aufpassen. Man darf jetzt hier nicht Fläche nehmen, sonst räumt er wirklich nur diese Flächen hier aus und lässt in der Mitte noch was stehen. Man muss Kette auswählen, damit er die ganze Ebene ausräumt. Das war es eigentlich bei diesem Reiter. Bei den Höhen habe ich gar nichts eingestellt. Bei den Durchgängen auch nichts. 3,6 mm war auch schon ein bisschen vorsichtig, hätte man auch ein bisschen mehr nehmen können. Und hier ist eigentlich auch nichts mehr, bis auf die Spirale, die habe ich mit 8 Grad eingestellt. Das waren eigentlich so die wichtigsten Einstellungen. Wir können uns mal die Simulation anschauen. Und da wird man sehen, dass Fusion auch da viele unnötige Wege eingebaut hat. War mir jetzt aber eigentlich egal, weil ich wollte schnell an die Fräsmaschine und hatte jetzt keine Lust mehr gehabt, das Programm noch zu optimieren. Also hier sieht man zum Beispiel, fährt er ja relativ lange irgendwie im Freien rum. Aber mir war es wichtiger, dass ich schnell an die Maschine kam. Der Teelichthalter war sehr schnell konstruiert. Eine Skizze gemacht mit den Außenmaßen, dem 55 mm. Und dann habe ich hier die Kreise eingezeichnet für die verschiedenen Taschen. Zuerst habe ich dieses Rechteck extrudiert, dass ich einen Würfel habe mit einer Kantenlänge von 55 mm. Dann habe ich in die andere Richtung mir quasi ein Werkzeug gebaut und dieses Werkzeug presse ich dann eigentlich immer in diesen Würfel rein. Also hier sieht man es zum Beispiel, hier wird es jetzt von oben einmal eingedrückt, den Würfel habe ich ausgeblendet und das würde jetzt vom Würfel abgezogen werden. Und das mache ich jetzt an mehreren Stellen. Jetzt von der Seite wird das Teil reingepresst im Prinzip und das kann man dann abziehen lassen von dem Würfel und so weiter. Das von allen Seiten und dann war das Bauteil sehr schnell fertig.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Also die Kanten sind super scharfkantig. Da hat der Downcutter wirklich gut gearbeitet. Übermorgen wird sich dann zeigen, ob dieses kleine Ostergeschenk auch gut ankommt. So ihr Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao.